Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Jetzt sind wir schon bei kabellosen Zapfsäulen. Cool, ne? Naja. WDR 2 Verkehrsservice. Es wird immer voller auf den Straßen im Westen. Alle Staus unter 6 Kilometer länger lassen wir uns weg. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Breitscheid und Duisburg. Mit Verstand, nicht weit wegwagen. Aber wenn die LKW dann abgebogen sind, natürlich wieder vorziehen, damit man über die Kontaktschleife fährt, damit die Ampel weiß, dass man da ist und damit man auch selber irgendwann mal als Linksabbieger grün kriegt. Ne? Konventionelle Landwirtschaft unter Druck steht. Scharfe Kritik gibt es am Hey, mein lieber Schwanz, du. Hä? Lieber Mann, ey. Kann ich ja von Glück reden, dass ich noch einen Spiegel habe. Nö, sonst hättest du jetzt hinten auch noch einen angebaut. Scharfen Kanten im Maul. 3 Stunden dauert es dann, die spitzen Stellen abzuschleifen und etwas Zahnstein zu entfernen. Jetzt hoffen alle, dass das Holz ordentlich fressen kann. Alter! Heute Abend ist es fast überall nass und so. Fett! Der hat ja LEDs da! Meine Fresse, ey! Ich dachte, da explodiert irgendwas. Wie so ein Blitz. Der hat echt verflucht fette LED-Fernlichter. Mein lieber Mann. Platz habt ihr definitiv nicht gelassen. Ja. Und ja gar keinen, ne? Hier bediene ich mich der Methode jetzt des Unterschiebens, so kenne ich das unter dem Begriff, da wo ich die Deichsel dann richtig unter diesen Anhänger drehe dabei. Weil sonst kann ich gar nicht so doll einschlagen, würde ich mir meine Zuggabel verbiegen, das Rücklicht kaputt knacken, den Schlauch abreißen und so eine Scheiße. Den Schlauch mache ich gleich übrigens schon mal ab, damit der beim nächsten Einknicken, sonst ist der ziemlich schnell am Ende. Man kann viel weiter einknicken, wenn man den Schlauch abmacht. Diese Methode mache ich nur sehr selten, unter anderem im Video 6 und als ich in der Schweiz damals mal in so einem Parkhaus festgesessen habe, wo 10 Meter LKW nur zugelassen waren und ich mit meinen 18,75 Meter da rumgesteckt habe. Das war spannend. Erzähle ich irgendwo in einem Let's Play. Ja, und jetzt bei diesen Wänden hier, da gehe ich so ein bisschen in diese Furche rein und hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass es dabei alles so kaputt geht. Aber leider war es wohl doch der Fall. Mehr Platz zum Wenden hätte ich eh nicht gehabt, ich hatte alles ausgeschöpft. Nur hätte ich nicht gedacht, dass wenn ich da so ein bisschen mit dem Reifen in diese Furche durchziehe, dass dabei tatsächlich doch da vorne dieser blöde Tritt so ein bisschen einknackt. Das ist natürlich doof. Ja, das war schon, also gar nicht so spektakulär. Man sieht hier vorne die ganze Erde. Wenn man jetzt von der Seite anguckt, dann sieht man auch, dass da dieser Tritt jetzt leider ein bisschen gerissen ist. Ja, schade eigentlich. Das ist jetzt also nach 4,5 Jahren in dieser Firma der erste Schaden, wo ich den LKW wirklich kaputt gefahren habe und man es nicht wieder übersprühen kann oder so ein Plastikteil wie am Anhänger zum Beispiel wieder so ein bisschen zurechtbiegen kann. Ja, blöd, echt blöd. Aber ich kann es nicht. Raststätte in Würzburg. Sieht ja ganz cool aus hier, ne?
Frau. Nach nur 10 Mal oder 20 Mal, ich weiß nicht. In 700 Metern Nach nur verflucht oft dann rechts halten Lichthupe und machen, in die Rumplerstraße hat das endlich fahren. begriffen. Fährt schon lange so rum. Bisher ist hier aber noch kein entsprechendes Gesuch eingegangen, sagt der Sprecher des Ministeriums. Grönings Anwalt Heinz Holtermann wollte sich nicht dazu äußern, ob er noch zu diesem letzten Mittel im Gnadenverfahren greift. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hannover sagte, sie habe Gröning noch nichts Oh, was hat er? Wenn ein solches Schreiben verschickt wird, dann muss der 96-Jährige seine Haft innerhalb weniger Tage antreten. Er soll in die Haftanstalt Berlitzenkamp. Oskar Gröning war im Juli 2015 vor dem Gericht wegen Beihilfe zum Mord in 100.000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil ein Jahr später bestätigt. War komisch. Wir können zwar nicht alle Leute im Hotel 23 unterbringen, aber ich habe das Gefühl, dass wir passendes, schweres gemacht haben. Tja, der Abschleppwagen kommt ja offensichtlich nicht durch. Ich bin aber auch wieder der Einzige, der hier eine Rettungsgasse bildet. Gebildet hat. Sei auch du gebildet. Bilde eine Rettungsgasse. Da ist er. Und wenn die nicht nach vorne durchkommen, dann hört auch kein Stau auf. Ja, jetzt ist es zu spät für eine Rettungsgasse. Der hätte schon längst fertig sein müssen. Und wie man sieht, man braucht nicht auf den Standstreifen bei einer dreispurigen. Ich fahre mit dem Rad drüber und es hat alles locker gepasst. Aber naja. Bringt ja eh nichts, die fahren ja eh wieder zurück. Die machen es ja eh wieder dicht, wenn die Fahrzeuge nach da vorne ist der Unfall. Blaulicht kann ich schon sehen, noch einen Kilometer oder so. Eingespeichert und deswegen bin ich da jetzt wieder hingefahren. Ja, schön. Jetzt wäre ich mit dem Trecker über die Brücke gefahren und der machte hier dieses Ami-Hubzeichen da an der Leine reißen da, weißt du? Musste ich doch erstmal hupen. Auf jeden Fall Ist das Video hier jetzt erstmal zu Ende. So. Und ich habe mir Kennzeichen gekauft. Ja. Die hänge ich mir, wenn ich jetzt mal Fotos mache oder so, einfach vor die alten Kennzeichen, vor die richtigen Kennzeichen. Dann brauche ich die nicht mal verpixeln. Cool, ne? Und weil der Typ, wo ich die habe machen lassen, kein Geld von mir wollte, auch wenn ich gesagt habe, Alter, nimm da Geld für. Ne? Nein, wollte er nicht, habe ich gesagt, gut, mache ich halt Werbung für dich. So, hier, autoschild-kaufen.de. Und wenn ihr mal Kennzeichen braucht, könnt ihr euch da so zum Beispiel machen lassen. Teuer sind Kennzeichen sowieso nicht, aber er hat euch trotzdem noch einen 50 Cent Rabatt programmiert. Sascha LKW. Damit gibt es dann nochmal 50 Cent Rabatt. Und wenn ihr auf Bezahlen geklickt habt, dann wird es euch gut geschrieben. Oh verdammt, die Musik ist schon zu Ende. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, cool. Ich habe einen Euro-Gutschein gekriegt beim Einkauf.
Und jetzt gucken wir mal auf die Bedingungen. Nicht zum Verzehr geeignet.